Mit der Sophistic-Version 2023 gibt es neue und überarbeitete Sophistic Grasshopper-Komponenten. Das hat natürlich auch Einfluss auf unser Videotutorial zu dieser Thematik. Und damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben, will ich Ihnen die Neuerungen anhand von Update-Videos näher bringen. Hier in diesem Video geht es um Neuerungen in der Achs- und Überbaudefinition. Wenn wir uns das gesamte Tutorial mal auf der Seite bim-mit-sophistic.de anschauen, dann handelt es sich vor allen Dingen um Änderungen, die Teil 3 und Teil 5, also Achsdefinition und Überbau, betreffen. Gehen wir in unser Projekt. Der erste Punkt ist übergeordnet. Wir sehen hier oben Sophistic taucht zweimal auf. Das liegt daran, dass ich zwei Versionsstände installiert habe. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Punkt Settings. Es gibt also jetzt eine übergeordnete Einstellmöglichkeit von Grundeinstellungen. Und wenn ich hier mal ranzoome, gab es früher bisher diese Global Settings Komponente. Sie sehen, da steht jetzt auch Old dran. Das bedeutet, diese Komponente ist veraltet. Und wenn ich die Settings mal aufrufe, wie sie jetzt zur Verfügung stehen, dann sehen Sie schon, es gibt jetzt die Möglichkeit, das alles hier einzustellen. Die Dinge, die ich voreingestellt hatte, finden wir hier auf dem Kartenreiter Display. Also zum Beispiel die Farbe der Strukturelemente, die ist jetzt gleich oder ähnlich eingestellt, wie ich das schon damals gemacht hatte. Oder hier die Farben der Lasten sind hier jetzt mal in Blau eingestellt. Ich hatte damals diese pinke Farbe eingestellt. Also hier einfach draufklicken und wenn ich das ändere, sehen Sie auch in der Vorschau, dass sich die Farbe wieder ändert. Also ganz wie Sie mögen. Was hatten wir ja noch? Die Größe der Lasten kommt hier auch, stand da bei mir auf 0,8. Und wenn ich jetzt hier an dem Regler schiebe, sehen Sie auf der Rhino-Seite, wie sich das entsprechend ändert. Und so weiter, wenn ich hier runter scrolle, Show Info, das war der Punkt da, taucht hier auch auf. Also alles ein bisschen übersichtlicher und zusammengefasst. Das ist der erste neue Punkt und damit können wir das hier auch komplett mit Delete löschen. Werfen wir jetzt einen Blick hier auf die Achsdefinition und auch da sehen wir schon diese Bezeichnung Old. Also auch hier haben wir es mit veralteten Komponenten zu tun. Und wir hatten bei der Achsdefinition uns ja vorwiegend erstmal um die Trassierung und die Gradiente, also die vertikale Lage, gekümmert. Und wenn wir auf den Kartenreiter Sophistic jetzt gehen und hier den Bereich Achsgeometrie öffnen, Moment, ich nehme mal das her, wie es vorher aussah, lege ich mal daneben. Ja, also hat sich hier was geändert. Geometrie Achse, das ist gleich geblieben. Was hier neu zugekommen ist, ist dieser Punkt. Wir sind jetzt also in der Lage, hier über Grasshopper eine Land XML, eine Achse einzulesen, wenn Sie die schon zur Verfügung gestellt bekommen von einem anderen Projektbeteiligten, dann ist jetzt also hier die Möglichkeit gegeben, diese Achse einzulesen. Das ist neu. Und dann hier diese 3 Punkte hier unten sind also komplett neu benannt. Wir haben hier Elevation Point, das ist also die vertikale Lage. Plan View Axis, das war das Zusammenstecken der Trassierung und der vertikalen Lage und
Trassierung selber war Plan View Segment. Also das hat sich geändert und das rufe ich jetzt hier nochmal auf. Nehmen wir uns die drei Komponenten direkt mal dazu, also Alignment, dann horizontal und vertikal. So, und jetzt sieht man schon, wenn ich das hier mal das neue hier hinlege, diese neue Komponente Horizontal Alignment setzt sich also zusammen aus dem alten Plan View Segment und dem alten Plan View Axis. Man sieht, es beginnt hier mit Start, Point, Direction und Station. Diese drei sind diese drei und geht dann weiter hier mit Länge, Startradius, Endradius und ja, hier hieß es Segment Type, jetzt heißt es Kurventyp, ist aber das gleiche. Das heißt also, im Prinzip können wir einfach die Sachen, die früher hier drin gesteckt haben, mit Steuerung und Shift gedrückt, hier umstecken, natürlich hier in die Länge hinein, der Radius am Start dort hinein, Radius End da hinein, der Kurventyp da hinein. Und ja, das hier kann ich also jetzt komplett löschen. Dann habe ich die neue Trassierungskomponente. Gucken wir uns die vertikale Lage an. Das ist im Prinzip gleich geblieben. Hinzugekommen ist hier ein Punkt Base Elevation. Man kann also direkt eine Starthöhe eingeben, eine Höhe, um die Gradiente komplett angehoben oder abgesenkt ist. Hatte ich hier nicht, brauche ich im Prinzip auch für mein Beispiel nicht. Und die anderen Punkte Station, Height, Radius sind gleich geblieben. Point Type, Curve Type ist auch gleich geblieben, heißt einfach nur anders. Also auch diese Komponente hier kann ich löschen und dann wird das zusammengeführt, jetzt neu eben in diese Alignment-Komponente horizontal und vertikal und als Ergebnis kriege ich genau wie vorher die Kurve, die ich jetzt hier reinsetze. Auch die Plan View Axis Komponente kann ich löschen. Und was jetzt auffällt, ist, wenn wir mal hier reinschauen, dass die Z-Achse, ja, ich würde sagen, jetzt richtig interpretiert wird. Bisher hatte ich hier negative Werte eingetragen. Und obwohl die Z-Achse nach oben zeigt, naja, und jetzt muss man also offensichtlich tatsächlich positive Werte eintragen, um die Höhe einzugeben. Wenn ich das mache, dann sehen wir, springt die Achse auch richtig nach oben. Und was auch auffällt, wenn wir mal von oben drauf schauen, ist, dass jetzt hier die Krümmung in die andere Richtung verläuft als ursprünglich. Also auch da scheint es eine Vorzeichenänderung gegeben zu haben. Ich muss also den Startradius hier auf Minus stellen und den Endradius genauso verändern, damit ich wieder das gleiche Ergebnis habe wie mit der vorherigen Version. So sieht das aber schon wieder sehr gut aus und funktioniert. Schauen wir mal weiter hier unten bei den Placements. Da sehen wir jetzt kein Old-Kennzeichen, aber es gibt eine wesentliche Neuheit und zwar ist jetzt Sophistic in der Lage, Polylinien als Achsen zu verarbeiten. Und wenn ich über Polylinien spreche, dann auch Polylinien, die eben abknicken. Das war bisher nicht möglich. Man kann jetzt also einen wirklichen Knick im Achsverlauf eingeben. Und wenn wir mal hier schauen,
die entsprechende Komponente Placement Parameter sieht von den Bezeichnungen ganz ähnlich aus, aber hier bei Type tauchen jetzt diese Input-Parameter Typ L und R auf für eben den Fall, dass wir Knicke in einer Polylinie, Polykurve haben, um dann zu spezifizieren, wo das Placement liegen soll. Also wir können hier, wenn wir schon mal dabei sind, einfach auch die neue Komponente verwenden. So und so. Den hier rüber stecken, dann ist das obsolet und wir haben die aktuelle Komponente auch für die Placements jetzt im Projekt. Das sind die Änderungen bei der Achsdefinition. Dann schauen wir einmal hier rüber in die Überbaudefinition. Da gibt es auch hier offensichtlich alte Komponenten. Zunächst die Komponente Axis Definition. Hole ich mal die neue dazu. Auch das sieht sehr ähnlich aus. Also die ersten 5 Punkte sind gleich. Hier unten ist jetzt ein neuer Punkt hinzugekommen, Direction Z. Das befähigt uns jetzt, die Orientierung der Achse zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn wir eine vertikale Achse für einen Stützpfeiler hier eingeben wollten. Also auch hier nehme ich einfach alle Kabel herüber und die neue Option brauche ich hier gar nicht. Lösche die alte Komponente und bin wieder auf dem aktuellen Stand. Dann haben wir hier noch eine Old-Komponente, Interpolate Solid. Das finden wir wahrscheinlich auch hier an der Stelle. Da ging es ja nur darum, aus den Eingaben überhaupt den Solid-Körper zu kreieren. Wenn ich hier drauf klicke, sieht man das auch. Also wird dieser Überbau dann erst mal dargestellt. Und da kann ich also auch die neue Komponente wählen und die alte verschwinden lassen. Gut, was haben wir noch? Hier oben hatten wir die Komponente Access Variable Distribution by Points. Auch da gibt es eine Neuigkeit, die aber offensichtlich nicht zur Folge hat, dass die Komponente als Old bezeichnet wird. Es ist auch nur eine kleine Änderung. Sie erinnern sich vielleicht, das waren ja die Eingaben aus der Excel-Tabelle hier, wo es darum ging, dass der Verlauf, der Höhenverlauf des Überbaus hier, sagen wir mal, sanft absinkt von einer Höhe von 1,50 Meter auf 2,80 Meter und dann wieder sanft ansteigt, also eben keine Knicke aufweist. Und diese Beschreibung steckte in dem Parameter Type hier, diese Raute plus und Minuszeichen. Und wenn ich mal die neue Erklärung dazu nehme, sieht man, dass jetzt hier auch noch eine Option C auftaucht. Ja, wie Sie sehen können, a segment is applied which stays constant until the next station. Also das ist hier neu hinzugekommen, hat bei uns keinen Einfluss, also in unser Beispiel keinen Einfluss und trotzdem nehme ich jetzt einfach auch hier die neue Komponente. Einmal umstecken alles. So, damit entfällt diese.
Und auch diese tabellarische Darstellung, hier diese Komponente Access Variable Distribution, gibt es neu hier. Und zwar soll die Eingabe verbessert worden sein, um die Darstellung der Achsvariablen ja, besser zu kontrollieren. Sei es drum, ich will da auch mitgehen und das dort hineinstecken. Und diese, na, komm her, können wir dann löschen, das war falsch. Diese alte Komponente können wir löschen. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und dann sind wir hier wieder up to date. Man kann jetzt noch, das werde ich auch tun, die Gruppen hier wieder grafisch neu einfassen. Aber das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu zeigen. Von daher danke für die Aufmerksamkeit und in einem weiteren Update-Video sehen wir uns dann weitere Neuigkeiten der Sophistic Grasshopper Komponenten 2023 an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.